Wir haben gestern spontan entschieden, dass wir jetzt die Berge wieder verlassen wollen. Haben jetzt ja ein paar Tage im Anti-Atlas und auch im Hohen Atlas verbracht. Ja, bitte? Was willst du? Okay, Lotta möchte auch was sagen. Und sind jetzt auf dem Weg Richtung Küste. Es zieht uns ans Meer und es zieht uns in den Süden. Das ist eine sehr rare Freude für mich. Müsli. Hier in Marokko gibt es nämlich nur noch in ausgewählten Carrefours Hafermilch. Und Müsli ist sehr milchintensiv. Deshalb ist hier eine Hafermilchdiktatur ausgebrochen, der ich unterworfen bin. Sei mal leise. Ja, stimmt. Nein. Das muss man halt auch mal sagen. Wir dürfen eigentlich nur noch Hafermilch für Tee benutzen. Naja, ich sag mal so, wenn du ein Müsli isst, dann ist halt danach ein halber Liter weg. Und wenn wir nur 2 Liter haben und du 4-mal Müsli isst, dann ist halt alles weg. Und ich brauche ab und zu mal einen Schluck Milch für den Tee und da brauche ich nur so ein bisschen. Deswegen. Aber wenn wir morgens noch bei einem Carrefour vorbeikommen, darf ich heute Müsli essen. Das ist ja wie mein Geburtstag heute. Oh, can it be you're here with me? Hey! Sag mal! Ups. Let's take this road. Wir sind jetzt in Taghasut gelandet, einer kleinen Küstenstadt, etwas nördlich der Touristenhochburg Agadir. Und man merkt direkt, hier ist ein ganz anderer Vibe. Es ist sehr westlich, hier gibt es sehr viele Surfshops mit westlichen Marken. Hier sind sehr viele Touristen. Also wir machen jetzt gerade komplettes Kontrastprogramm zu letzter Woche. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was uns hier so erwartet. Der Ort ist nicht so groß, also wir sind schnell hier durchgelaufen. Nothing but sunshine, sunshine and happiness are all that's around us now. And I haven't felt, haven't felt like this for a long, long time. Hier gibt es ein veganes Café und hier gibt es Tofu. Da müsst ihr direkt mal fragen, wo die den her haben. Was nimmst du? Weiß ich nicht. Ich bin ein bisschen überfordert. Hier gibt es auch, die verkaufen auch Kaffee. Und wir sind ja sehr picky beim Kaffee. Aber vielleicht probieren wir das mal. Also Kaffeebohnen, weil wir haben schon so ein bisschen damit abgeschlossen, dass wir hier auf diesem Kontinent Kaffee, Specialty Kaffee finden. Obwohl der hier ja angebaut wird, aber mal gucken. Hello. Hello, boy. Girl. Hello, girl. I'd like to have the Sheikh Tofu and orange juice as well. Amazing. Das sieht ziemlich gut aus. Wir haben gerade gefragt, wo die ihren Tofu herbekommen, weil das ja hier schwierig zu finden ist. Und die meinten, die machen den selber. Ich habe auch schon mal überlegt, Tofu selber zu machen. Dazu müssen wir nur die Sojabohnen finden. Aber ich bin jetzt mal echt gespannt. Ich habe dich schon ein bisschen in der Zeit zurückversetzt. Dann sind wir wieder in Lacanau in Frankreich. Ähnlicher Vibe hier. Ja. Ich habe vorhin drüber nachgedacht, wann wir das letzte Mal am Meer waren. Und dann ist mir eingefallen, dass wir natürlich, als wir die Fähre nach Marokko genommen haben, da waren wir am Meer. Da sind wir übers Meer gefahren und seitdem sind wir eigentlich im Inland unterwegs. Und jetzt sind wir wieder hier. Und das ist jedes Mal dasselbe. Jedes Mal, wenn ich ans Meer komme, dann freue ich mich einfach richtig. Und ich finde, das löst so eine Ruhe aus irgendwie und so ein Gefühl von, ich kann es nicht richtig beschreiben. Das ist auf jeden Fall
immer wieder was Besonderes. Obwohl es ja häufig sehr gleich aussieht. Also das Meer, der Ozean an sich, der ändert sich ja nicht großartig. Die Küste ändert sich und die Küste ist hier sehr schön. Aber selbst wenn sie nicht so schön ist, ist es trotzdem immer wieder ein schöner Moment, ein besonderer Moment, wieder am Meer zu sein. Und die Luft ist so gut. Das erste Mal wieder ein bisschen Wind und feuchte Luft. Wir haben jetzt so viel Trockenheit gehabt und das hat sich auch voll bemerkbar gemacht, finde ich, beim Atmen und für die Haut und alles. Und hier ist es jetzt, hier ist die Luft wieder richtig gut. Es tut gut. Und da verschwindet die Sonne jetzt langsam. Wie schön ist es, dass wir hier sein dürfen. Unsere Zeit in Marokko neigt sich langsam dem Ende und wir wollen jetzt diese Woche uns mal darum kümmern, noch ein paar Sachen zu erledigen, die wir hier noch gut machen können. Und eine Sache davon ist mal wieder zu waschen. Wir haben hier einen Waschsalon gefunden und hier gibt es Full Service. Das heißt, wir geben unsere Wäsche jetzt ab und können sie dann heute Nachmittag wieder abholen. Na, Bam! was hast du denn da? Das ist jetzt ein riesiger Papierstapel mit Kopien von unserem Ausweis. Zeig mal. Alter. Von meinem Ausweis gibt es 100 Kopien, weil er aus Versehen meinen erstmal zweimal kopiert hat. Und von deinem gibt es jetzt nur 50. Wir haben uns nämlich vorher schon ein bisschen informiert, was Grenzübertritte angeht. Und haben im Internet gelesen, dass es auf jeden Fall highly recommended ist, dass man Ausweiskopien und Fahrzeugscheinkopien mit sich führt. Weil man die nämlich in der Regel irgendwo abgeben muss. Und wenn man dann an der Grenze steht und die erst kopieren muss, dann, habe ich so gelesen, kann man zum Beispiel an der Grenze zum Senegal auch schon mal 2 Tage verbringen und darauf haben wir keine Lust. Deshalb sind wir jetzt vorbereitet. Yes. Filter. Wir haben zwar Ersatzfilter dabei, wir müssen nämlich bald einen Service machen, aber wir wollen jetzt die Chance nutzen, solange man welche kaufen kann, die auch zu besorgen und nicht unseren Ersatz direkt zu verballern, weil wir nicht genau wissen, wann wir das nächste Mal welche kaufen können. Nein, aber der Luftfilter. Aber einen Luftfilter haben wir jetzt noch nicht gefunden. Vielleicht gucken wir da nochmal nach. Jack. Bam. Ein langer Erledigungstag geht zu Ende. Wir sind jetzt den ganzen Tag durch Agadir gefahren und haben alles Mögliche geklärt und gemacht und besorgt. Waren dann nochmal beim Carrefour, haben uns nochmal mit Hafermilch eingedeckt. Und jetzt wollten wir eigentlich gerade unsere Wäsche abholen, die eigentlich um 19 Uhr fertig sein sollte. Aber die ist noch nicht trocken und es dauert jetzt wohl noch bis... Wow, was ist los? Das ist der Krankenwagen. Also, wir sollen um 21 Uhr wiederkommen. Es wird ja jetzt langsam dunkel. Wie bitte? Es ging irgendwie nach hinten los. Der Plan war ja mit dem Wäscheservice, dass wir in der Zeit alles erledigen können und dann entspannt da ist ein Fußgänger. die Wäsche wieder abholen. Aber ja, naja, aber ist auch egal. Was ich eigentlich sagen wollte ist, dass wir irgendwie heute gerade darüber geredet haben und festgestellt haben, dass wir jetzt schon einfach viel entspannter geworden sind. So, wir sind heute den ganzen Tag durch diese Stadt gedüst. Agadir ist wirklich keine kleine Stadt und es ist viel los. Und wir waren auch in Vierteln, wo es echt sehr, sehr eng war und einfach viel auf den Straßen los war. Und sind da rumgelaufen, haben Autofilter gesucht und alles Mögliche. Und irgendwie sind wir nicht so in Stress gekommen, wie wir noch vor ein paar Monaten, glaube ich, in Stress gekommen wären. das stimmt. Und auch jetzt mit diesem Wäscheding, wir können jetzt eh nichts dran ändern. Jetzt müssen wir halt die Zeit noch überbrücken bis 9, dann holen wir dann die Wäsche ab und dann ist halt so. Und ich finde es schön festzustellen, dass wir da jetzt schon so ein bisschen gelassener und lockerer geworden sind und uns nicht mehr so schnell aus der Bahn werfen lassen von irgendwelchen Sachen, die wir eh nicht beeinflussen können. Und eben deswegen gehen wir jetzt einfach essen. Wir haben jetzt ein indisches Restaurant ausgesucht
Und da fahren wir jetzt hin. Also könnte schlimmer sein. Tschüss. Gut. Siehst du, es hat da was Gutes. Jetzt sitzen wir hier an der Promenade. Die Sonne ist zwar schon lange untergegangen, aber jetzt können wir noch schön was essen. Das stimmt. Could be worse. This Yeah. one. Oh, it's also there. Nice. Abonniert. Thank you. 9 Subscriber. Den Restaurantchef. Wir sammeln hier Thank you. täglich neue Subscribers. Das ist halt wirklich so. Deswegen, So nice. ja, nee, ist aber cool. Wir machen aber weiteren Videos auf Deutsch, keine Sorge. Aber wir haben ja die Untertitel. Also alle, die das nicht verstehen, schaltet die Untertitel ein. Die gibt es mittlerweile in vielen Sprachen. Falls ihr noch einen Vorschlag habt, welche Sprachen wir noch hinzufügen sollten, dann sagt Bescheid. Dann ändern wir das gerne. So, und jetzt holen wir unsere Wäsche ab. Good night. Ja, guten Morgen. Habt ihr gut geschlafen? Habt ihr Hunger? Na komm. Einmal Frühstück für die ganzen Hundis, die hier wohnen. Wir haben bis jetzt in Marokko im Inland gar nicht so viel. Okay, nee, das stimmt nicht. Wir haben schon ein paar Straßenhunde gesehen, aber hier an der Küste hat es auf jeden Fall jetzt nochmal zugenommen. Und natürlich können wir nicht jedem Hund helfen, obwohl sie sehr, sehr süß sind und wir sie am liebsten alle einpacken würden. Aber wir begnügen uns dann damit, Futter zu kaufen und ihnen was zu geben und viel mehr können wir nicht machen. Moin! Moin. Na? Ja. Gut geschlafen? Ja, und selbst? Ja, es hatte geregnet. Ja. Ganz ungewohnt. Ungewohnt, ja. Was ist denn Wetter? Wir sind jetzt wieder auf dem Weg nach Taghazut. Da treffen wir uns mit Ilias. Den haben wir neulich in einem Café getroffen. Und mit dem wollen wir heute den Tag verbringen. Der hat nämlich ein ziemlich cooles Projekt, was wir uns heute mal anschauen wollen. Und da freuen wir uns richtig drauf. Hello, good morning. How are you? Are you fine? Okay. Okay, ich glaube, wie unschwer zu erkennen ist das Projekt, was wir heute besuchen, ein Klamottenbusiness, was Mohammed hier hinter mir und Ilias gestartet haben. Und sie stellen aus alten Kaffeesäcken und alten Klamotten neue Klamotten her, Jacken und Hosen und Latzhosen. Und die Sachen sind mega cool und die beiden sind auch sehr, sehr cool. Und wir dürfen uns heute das mal ein bisschen anschauen. Jetzt gehen wir hier ins Haus von Mohammed, wo er auch die Jacken näht. I'm ready. Okay, my Yes. name Mohammed Yus. I live in original in south from Tarudant. Now we live in Taghazut for working. Me as a creative designer. I make it the clothes, all the clothes, my clothes in upcycling. It's a concept of upcycling. Now I have a brand with a friend Ilias. I have a brand. I named the brand Anuri Original. Anuri is for Berber. Anuri is a bag
back in original. Is this my brand? Is all my brand you working this all the piece for upcycling. I make it the bag for the plastic. I make it the clothes for a coffee bag and you see this carpet. So he have a concept that he want to just like get lost in Morocco, but as a homeless man with no money, nothing. Not like a hippie, just like a homeless. He don't talk to people. He just like go wherever he want. He sleep wherever he want, and it's not easy because there is sometimes cold and stuff, and he want to face that. So he did it for 5 months, like living in the street in Essaouira and going to like people they think he's a crazy man. He just go and scream, ah, he just do whatever he think, his mind telling him, and he was doing it for 5 months. Till like somehow his mom know that he's doing it. He was kind of, come back home. So this is like one of the experiences as he told me that like he really find himself more by just total freedom that he have no worry about. Like he didn't have nothing to lose. He was just in street by himself, silent, and living that experience as a homeless man. So he changed a lot of things that he was thinking before. So. Yeah. And a part of it, he was traveling with his donkey as well. A donkey? Yeah, with my donkey. You can have the pictures later. Oh yeah, I want to see that. Nice. I have one bag. I make it one bag in my jacket for myself. Okay. I take it story and video, small video. I post it in Instagram. Is one friend he say the video. He text me. This jacket coffee bag. Me I tell you yeah, fucking. Take me the jacket, send me the jacket. Yeah, okay, now I send you, my friend is living in America. I send you in America. After 1 week, it's so much common with my friend. I want this, I want 3, I want 4. Okay, fucking is good job. It's good creative. Okay, after I come and it's fine. It's fine now. So I am Ilyas from Agadir, 26 years old. Living in Taghazout, and I'm doing what I feel. Now I am a tattoo artist, like hand poke, because I really like the idea, like, doing an art on somebody else, and he can have it forever. And as well, I do my own designs, so I try to do something that it comes from me, like from my imagination and from my inspiration. And as well, I do other stuff like I call it dump art, like making art from like kind of garbage, the stuff that people they throw. And mostly I found it like in the ocean. It's called the cigarettes, piece of plastic, whatever, and I try to make something beautiful from it. So, ladies and gentlemen, few filters that everybody is throwing. You can find it in the street with a little magic glue gun. You can make some art. Cheats! Finish the bag. Wow. It's for you. Nice. Oh, it's fun. Really? Yeah. Thank you. Thank Wow, Nice. this is nice. Cool. And you just made the whole thing just now, right? You started and finished this in like it's half an hour. Oh, it's really quick. Yeah. Thank you. No problem. Nice. Oh, this is That's nice. really cool. Nice to take with us. It's all is flying. Where? Where the Für uns geht's jetzt weiter. Wir fahren jetzt mit Ilyas nach Agadir. Das ist hier die nächste größere Stadt, da wo wir auch gestern unsere Erledigung gemacht haben. Da soll es nämlich einen Vintage-Markt geben und da geht Ilyas gerne hin und stöbert und sucht nach Sachen, die man upcyclen kann oder sonstigen Schätzen. Da sind wir mal ganz gespannt. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, ziemlich interessant. Yes. Was ein Tag, oder? Ja, Ich finde das so cool. das ist mega interessant, Mal mal so so. einen ganz anderen Einblick zu bekommen. In wieder eine ganz andere Lebensrealität. Ja. Und ich freue mich auch richtig, dass uns Mohammed jetzt diesen Beutel geschenkt hat. Das ist mega cool. Den hat er gerade gemacht. Ja, es war schön, Leute zu treffen, die auch kreativ arbeiten und irgendwie sich für eine Kunst oder irgendwas so begeistern.
Hello. sit here. Yeah, sure. He's Come on. my friend. He always go with me Hey, sometimes to market. Okay. Same here. Hi. Aus unserem kleinen VW-Bus ist jetzt hier ein richtiger Bus geworden. Wir haben jetzt Elias mit im Gepäck und noch einen Freund von ihm und jetzt sitzen alle hinten. Hallo. Hallo! Hello, Deutschland. Okay, we can fix our relation with some piece of fish. Yeah. Because at first he wasn't very big fan of. Es war erstmal schön von der Polizei angehalten worden, weil wir angeblich über eine rote Ampel gefahren sind. Also Some money to help the government. Yeah. Woohoo. 400 Dirham, das sind 35 Euro. Lehrgeld. What? Jalla. Okay, ausgestattet mit einem Saft sind wir auf dem Markt angekommen. Das ist wohl ein Vintage, wir müssen schnell über die Straße, / Secondhand-Markt und hier gibt es wohl alles Mögliche. Und ich bin gespannt, was wir hier jetzt finden. Ist auf jeden Fall schön, hier mit 2 Locals rüber zu schlendern und sich ein bisschen darauf zu verlassen, dass die wissen, was hier so abgeht. Is that a good piece? It's a good piece. Weiß ich nicht, Bruder, weiß ich nicht. Elias meinte gerade, hier gibt's alles. Alles, was man will. Right? There's everything you need is right here. Yeah. Everything you need. Ich finde, dieser Gemüsemarkt, der sieht einfach so richtig einladend aus. Hier sind überall Berge von Sachen, die alle richtig frisch aussehen, richtig lecker. Hier will man am liebsten nicht mehr aufhören einzukaufen. Wir haben eigentlich noch genug, aber irgendwie können wir uns auch nicht zurückhalten, noch ein bisschen was zu kaufen, weil es einfach zu verlockend aussieht. Das ist auch mal wieder ein gutes Beispiel dafür, dass wir zwar sehr gerne Pläne machen, aber mittlerweile auch kein Problem damit haben, diese Pläne wieder umzuschmeißen, weil eigentlich dachten wir, dass wir jetzt schon deutlich weiter südlich von Agadir sind. Jetzt sind wir auf einmal hier mitten in der Stadt mit 2 Locals und erkunden die Märkte, was ziemlich cool ist. Und wir auf jeden Fall gerade in den letzten Wochen viel offener dafür geworden sind, einfach unsere Pläne umzuschmeißen. Because life is alles what mitzunehmen. happens when you make plans. Ja, genau. Steht auf meiner Tasse, So eine Tapete. auf meiner Tapete. Ja. You know me, Schöcker. I'm all about my business. No apologies. I run a lap in Nüsse? So, wir haben was richtig Geiles gekauft und zwar sind das gebrannte Erdnüsse, also wie gebrannte Mandeln. Passend zur Jahreszeit. Ich habe so einen riesen Sack genommen. Er hat so gefragt, so nach einer Schippe ist gut, nicht so mehr. cause I got that. Gotta go big cause I got one. Wir sind jetzt hier übrigens auf dem neuen Markt. Das ist eigentlich so ein bisschen wie die Märkte in der Türkei, wo wir immer waren. Salam. Und hier kann man so eigentlich alles kaufen, was man braucht. Das ist alles neu. Vorher auf dem Markt waren es vor allem gebrauchte Sachen. Und ja, wir decken uns jetzt hier immer schön ein mit leckeren Sachen. Und mal schauen, was wir sonst noch so finden. Für alle, die sich Sorgen um Lotta machen, ne? Dass es Lotta hier nicht gut geht, keine Sorge, die wird hier auf Händen getragen und jeder liebt Ja. sie. Ja, Right? Everyone loves the dog. richtig. Richtig. Also, macht euch keine Sorgen. What you got there? Okay, Leute. Das wird ein Experiment. Das hier sind Sojabohnen. Kann man hier so kaufen. 2 Euro das Kilo. Und daraus versuchen wir Tofu selber zu machen. Wenn das gelingt, das wäre geil.
I don't know about that. Ja, man muss sich ja irgendwie selber helfen. Geht hier jetzt ab? Ich krieg jetzt noch ein Tattoo. Sorry, Mama und Oma. Sorry, Mama. Ja, ich finde das ist irgendwie ein schöner Abschluss. It's just small. Und Elias hat das alles selber designt und irgendwie war das so eine schöne Zeit jetzt hier und ich finde es schön jetzt, das zur Erinnerung auf meinem Körper zu tragen. Even if I'm slowing down, I can count on you to keep on cruising. Yay! Nach diesem langen, aber auch sehr schönen Tag haben wir jetzt hier einen schönen Sunset-Spot gefunden. Obwohl die Sonne leider heute hinter den Wolken verschwunden ist, ist es trotzdem total schön hier. Und ich würde sagen, das war's dann auch wieder für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wir sehen euch dann nach unserer Weihnachtspause wieder im neuen Jahr. Wir hoffen, ihr seid wieder mit am Start. Wir freuen uns auf euch. Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dann. Ciao. Das ist ein Wildschwein! I see you, I'm caught up in the feeling. I get tunnel Sieht jetzt aus wie in so einem Film nach dem Bumsen. every time I see you. Was schön. Ach nee, und schön, ja, das war. Und dieser. Und dann haben die mal Klamotten an. Ja. Alle. Lecker. Lecker. It's like slow motion. Every time I see you. Professional. Face camera. Hola. I licked the camera. There's a thing on there. Guten Morgen, meine Freunde. Ist ein sehr guter Tag mit meiner Freundin. Wie heißen Sie? Merlin. Merlin. Du bist ein Tourist aus Deutschland? Genau.